Reden wir weiter über Harry Potter und dieses Mal über den dritten Teil, den nicht wenige als ihren Lieblingsteil bezeichnen. Und damit geht es hier jetzt um Harry Potter und der Gefangene von Askaban. Bei den Dursleys wird Harry nach wie vor wie Dreck behandelt, aber der Respekt gegenüber seinen Fähigkeiten nimmt langsam, aber sicher zu und mündet sogar in Angst. Harry selbst lässt sich inzwischen auch nicht mehr so sehr auf der Nase herumtanzen und ganz besonders, wenn jemand seine Eltern beleidigt, ist Harry bereit, sich zur Wehr zu setzen, was ihn in eine ganz neue Situation bringt und er plötzlich ohne ein richtiges Zuhause dasteht. Aber zum Glück bricht ja auch ein neues Schuljahr in Hogwarts an, doch dieses Jahr ist alles anders als zuvor. Es ist ein gemeingefährlicher Zauberer, dem das Unmögliche gelungen ist. Er floh aus dem Gefängnis von Askaban und will zu Ende bringen, was er einst begann. Ihn wieder einfangen wollen dabei die Wächter Askabans, die Dementoren, schaurige, todesgleiche Wesen, die keinen Unterschied zwischen jenen machen, die sie suchen, und denen, die sich ihnen in den Weg stellen. Und so steht ein neues Abenteuer für Harry, Ron und Hermine an, das düsterer und undurchsichtiger ist als jemals zuvor. Harry Potter und der Gefangene von Askaban geht 140 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und startete einst ab dem 4. Juni 2004 in den deutschen Kinos. Dieser dritte Teil ist sehr viel düsterer, dunkler und erwachsener als seine Vorgängerfilme, was unter anderem an Regisseur Alfonso Cuarón liegt, über den wir später noch reden, weil es da auch ein paar Fun Facts am Rande gibt, und ist eben der einzige Harry Potter Film, der weniger als 800 Millionen Dollar einspielte. Das könnte eben daran liegen, dass er so dunkel und düster ist und teilweise eben eine höhere Altersfreigabe hatte, wie in Deutschland damals eben ein FSK 12, während es bei den ersten beiden Teilen in den Extended Versions im Heimkino auch ein FSK 12 gab, waren das aber noch FSK 6 Filme. Im Kino Extended Version sollte es bei den weiteren Filmen im Verlauf dann gar nicht erst geben. In Deutschland kam es dann auch zu der Sonderregelung, die bis heute gilt, dass Eltern mit ihren Kindern in Filme ab 12 gehen dürfen, auch wenn diese jünger als 12 sind. Ist das diese einzige Sonderregelung, die gemacht wurde, aber das vielleicht als Anekdote dazu, warum dieser Film vielleicht nicht so erfolgreich war finanziell wie manch anderer Film. Aber der Fokus, die Struktur, die Gruseligkeit, die da drüber liegt und auch Ernsthaftigkeit, gibt mir zumindest klar oder lässt mich nachvollziehen, warum viele sagen, es sei ihr Lieblings-Harry Potter-Film. Der macht Lust auf mehr. Er hat ein Geschehen, was von außen nach innen dringt, wie eine Bedrohung nach Hogwarts, hat mit zum Beispiel den ersten Regenszenen in Hogwarts auch immer wieder so eine Tristesse, ein Gefühl von Ernsthaftigkeit, von irgendetwas Fieses, Gemeines liegt hier drüber. Und wenn man die Dementoren das erste Mal sieht, die wie der Tod persönlich in Geistergestalt daherkommen, dann kann es einem schon, wenn man das erste Mal erlebt auf der Leinwand oder zu Hause, sehr, sehr eiskalt den Rücken runterlaufen. Das ist schon erwachsen, aber ganz ehrlich, mich spricht's an und ziemlich, ziemlich cool. Aber dazu bei den einzelnen Passagen noch ein bisschen mehr. Reden wir kurz über den Cast. Daniel Radcliffe als Harry Potter bekommt trotz einer kürzeren Laufzeit in einer nicht vorhandenen Extended Version, also nur 140 Minuten, sehr viel Entwicklung. Das liegt an einem Alfonso Cuarón, der eben auch schafft, in einen Franchise einen ganz eigenen Stil reinzulegen, weil er es auch schafft, handlungsgebende Momente und charakterbildende Momente zusammenzulegen und so, dass sie sich nicht ausschließen. Damit wird er reifer, er wird verantwortungsvoller, er nimmt auch sein eigenes Schicksal stärker in die Hand. Was ich beim zweiten Teil sehr vermisst habe, kommt hier beim dritten mehr zum Tragen. Rupert, Grint und Emma Watson, also Ron und Hermine, machen irgendwie mehr zusammen. Sie treten auf mit dem Kampf ihrer Haustiere untereinander und Ron fällt zum Beispiel immer mehr auf, wenn Hermine da ist oder nicht da ist, und wenn es darum geht, sich vielleicht auch mal kurz zurückzuziehen oder sicher zu fühlen, merkt man langsam, dass da irgendwie eine tiefere Verbindung zustande kommt, und da muss ich persönlich sagen, bekommen beide eben mehr Raum, aber vor allem Hermine mit einer besonderen Fähigkeit, und für alle, die Harry Potter und der Gefangene von Askaban nicht gesehen haben, will ich an dieser Stelle einfach nicht spoilern. Michael Gambon als Albus Dumbledore, eine Rolle, die übrigens Sir Ian McKellen vorher angeboten bekommen hat und abgelehnt hat, weil er meinte, schon Gandalf in Herr der Ringe zu spielen sei eine in Anführungszeichen schwere Legende, die man zu tragen habe. 2 wären zu viel, und vor allem Richard Harris, der vorher Dumbledore gespielt hat und gestorben ist kurz vor Veröffentlichung des zweiten Films, Ian McKellen als schrecklichen Schauspieler bezeichnet hat. So wurde es also Michael Gambon, der hier neu besetzt ist, wo ich ja persönlich sagen muss, finde ich richtig, richtig gut. Der wirkt nicht so väterlich wie die Besetzung von Dumbledore vorher, es wirkt aber irgendwie ein mächtiger Zauberer, einer, der viel weiß, der tief blicken kann, der eben mit seiner ganzen Kraft und Macht trotz seines Alters
immer das Gefühl einem gibt, dass die Magie immer anwesend ist. Und das mag ich persönlich. Gary Oldman als Sirius Black, ein absoluter Top-Charakter-Mime. Immer als Figur, die was Gutes macht oder auch als Bösewicht. Ist Gary Oldman einfach ein klasse Schauspieler, der eine ungebrochene Präsenz an den Tag legen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Zwischentönen und auch diese Figur des Sirius Black, die überraschen kann, wo ich aber auch nicht spoilern will, für alle, die diesen Teil noch nie gesehen haben sollten, eine richtig feine Wahl und auch ein wichtiger Charakter, der uns hier vorgestellt wird. Alan Rickman mit gar nicht so viel Szenen, aber immer wieder mit diesen Zwischentönen, wo man nie so richtig weiß, wohin wird das Ganze mal gehen, rund um die Figur des Snape, ebenfalls mit einer ungebrochenen Präsenz. Robbie Coltrane, also Rubius Hagrid, ich sage ja immer meine Lieblingsfigur, weil seine Liebe zu Tieren und auch hier über die Geschichte von Seidenschnabel, die im dritten Teil wichtig ist und er auch neue Aufgaben in Hogwarts bekommt, sehe ich den immer wieder richtig gerne, der wächst mir jedes Mal ans Herz. Schade, dass eine Maggie Smith als McGonagall wieder eher nur eine Randerscheinung ist im dritten Teil. Emma Thompson, die auftaucht als Professorin für Wahrsagerei, ist auf der einen Seite mit ihrem leicht theaterhaften, überspielten schon eine richtig gute Wahl, weil es einfach eine ganz, ganz feine Charakter-Mimin ist. Trotzdem wirkt sie so ein bisschen unterfordert und dient lediglich in Anführungszeichen, um einen bedrohlichen Blick in die Zukunft zu geben und uns als Publikum so ein wenig das Schaurige nicht vorwegzunehmen, aber zu sagen, hier geht es um viel in diesem Teil. David Hughes als Remus Lupin, richtig, richtig toll. Der übernimmt nämlich eher so diesen väterlichen Part in diesem Teil, der so ein bisschen von anderer Seite wegbricht, wo man das Gefühl hatte, das sei mehr Dumbledore oder Harrys tatsächliche Familie und seine Gedanken dahin. Ist er jemand, der ihn führt, der ihm Neues lehrt, Neues beibringt. Eine Figur, die wirklich spannend ist. Und dann gibt es natürlich wie immer noch Malfoy, der einfach so ein fieser Wicht ist, der immer gleich anfängt zu heulen bei jedem kleinsten Kratzer. Er kann den einfach nicht leiden. Aber gut, damit sind wir durch den Cast gegangen und das ist halt natürlich immer eine ganze Armada, über die man sprechen muss. Ist dieser Film technisch, wie ich finde, anders als die ersten beiden Teile, aber ganz fein. Die Kameraarbeit ist eben düster, sie ist dunkel, sie ist fokussierter. Sie ist auch von der Arbeit her sehr speziell, wenn wir diesen Bus zum Beispiel sehen, der Harry in einer Zeit der Not helfen wird und durch London rast, sind das natürlich technisch gesehen raffinierte Aufnahmen. Man hat quasi diesen Bus in Echtzeit und im normalen Tempo fahren lassen und den gesamten Verkehr ringsherum in Schneckentempo und dann nochmal die Kamera zusätzlich ein wenig verändert und kriegt dann genau diesen, was das Tempo angeht, verändert, kriegt man genau diesen Look hin, dieses rasenden Ritter, jetzt fällt mir der richtige Name, Bus... Ihr werdet es wissen. Alle Potterheads wissen es und meine Frau, die Potterhead, das wird sagen, Robert, wie konntest du jetzt nicht wissen, dass er irgendwie Nightbus, glaube ich, im Original heißt. Die Szenerie ist wieder Hogwarts und auch die peitschende Weide ist wichtig. Es gibt wieder neue Stücke, über die wir lernen, wie die Karte des Herumtreibers, ein besonderes Geschenk, was Hermine bekommt, aber alles eben in so einer Dunkelheit diesmal gepackt und dieses tolle Ambiente, wo man sich einfach satt sehen kann und genießen kann, das Spaß macht. Die Musik ist wieder John Williams mit all seiner Wertigkeit, aber mit schwereren, düstereren, dunkleren Themen. Kostüm und Make-up haben wir auf der einen Seite wieder so diese Roben, den unterschiedlichen Häusern angehörend, aber jetzt auch Alltagskleidung, die mehr Individualität in die einzelnen Figuren reinbringt. Auch eine Hermine, die sich aufgrund eines Umstandes, wo man mit der Kameraarbeit eben in verschiedensten Aspekten auch bildlich arbeiten kann, weil Figuren eben sich unter anderem selbst betrachten können. Hermine sich selbst hinterfragt, wie sie eigentlich so aussieht. Ist das schon was man rausstellen kann zum Thema Entwicklung, Pubertät und Selbsteinschätzung oder auch Wertgefühl. Spannende Sache, die hier so in Zwischentönen schon passiert. Sind die Effekte wirklich, was die Dementoren angeht, mochte ich immer sehr schaurig, gruselig, erinnert mich immer so ein bisschen an die Ringgeister aus Herr der Ringe, wo ich sagen muss, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Seidenschnabel ist okay für mich, Verwandlungen, die stattfinden, sind gelungen und vor allem diese ganze Bus-Szenerie mag ich auch technisch sehr, sehr umgesetzt an dieser Stelle. Will ich nämlich kurz mal über Alfonso Cuarón reden, der bei diesem 130 Millionen Dollar Film mit einer ist, der später Filme machen sollte als Regisseur wie Children of Man, Pan's Labyrinth, Gravity oder Roma, ist ja auch eben einer, der vielleicht nicht ganz unkompliziert ist. Der hat zum Beispiel die Bücher und Filme vorher nie gelesen, bevor er dieses Angebot bekommen hat. Und da meinte vor allem sein Kumpel Guillermo del Toro, sei kein Idiot, lies die Bücher. Diese Arbeit sollte man machen. Er selbst hat im Vertrag die Klausel reinbekommen, er darf vor den Kindern nicht fluchen. Da kann man auch so ein bisschen erahnen, wie er vielleicht sonst immer ein bisschen drauf ist. Er hat von allen drei Hauptdarstellern in Anführungszeichen verlangt, ein Essay über ihre Figuren zu schreiben, um eben zusammen zu erarbeiten, wie ihre Figuren angelegt sind. Emma Watson hat ganz im Hermine-Stil 16 Seiten abgegeben, Danny Radcliffe nur eine Seite, so wie es vielleicht Harry Potter auch täte, und Rupert Grint ganz im Ron-Stil nie irgendwas eingereicht, was auch spannend ist an dieser Stelle, und deswegen ist es auch unter anderem noch eine interessante Anekdote, die man hören sollte, dass Alfonso Cuarón aufgrund seines mexikanischen Akzents von dem Special Effects oder Szenenbild-Department missverstanden wurde, weil er hatte die Idee, wenn der Dementor an den Hogwarts Express reinkommt, dass alles zu Eis wird.
Und aufgrund seines Akzents haben sie eben im Englischen nicht Eyes, so wie Eis verstanden, sondern Eyes wie Augen. Und so gibt es wirklich ein Storyboard, in dem es anfängt, Augen vom Himmel zu regnen, wenn der Dementor auftaucht. Vielleicht auch nochmal spannend an dieser Stelle zu hören. Sage ich am Ende, ein düsterer, dunklerer, erwachsener, fokussierterer dritter Teil, der sehr viel Lust auf mehr macht, mit spannenden neuen Figuren, die uns auch länger begleiten werden. Eine Geschichte, die weniger von Hogwarts nach drinnen nach außen getragen wird, wie es vorher eben so war, in der Kammer des Schreckens und im Stein der Weisen, sondern von außen als Bedrohung kommt und die Dementoren das auch noch abriegeln zu einem isolierten Set, was ich persönlich sehr mag und ist auf vielen Ebenen wieder sehr wertig produziert. Wer natürlich Harry Potter Fan ist und Fantasy mag und Abenteuer, sollte diesen dritten Teil anschauen. Für mich bekommt der 9 von 10 möglichen Punkten als Mix aus Abenteuer, Fantasy und Familienfilm, 8,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt und damit mag ich den deutlich mehr als den zweiten Teil und mag den auch ähnlich sehr wie den ersten Teil, wobei der viel kindlicher war. Beim ersten Teil mag ich dieses ganze erforschende, entdeckende, neue Welt, da kann man sich verlieben und der hier lernt einen das Fürchten und wie ernst das auch zugehen kann und das mag ich an Harry Potter und der Gefangene von Askaban. Und dann bin ich raus mit meiner Review dazu. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.